Hi! In diesem Video zeige ich dir, wie man den DT-Swiss Sperrklinkenfreilauf gegen einen Zahnscheibenfreilauf tauscht. Dazu gibt es ein Upgrade-Kit von DT-Swiss für die niedrigeren Narben, die nur einen Sperrklinkenfreilauf haben. Ist zu empfehlen, denn Zahnscheibensysteme sind ein bisschen wartungsärmer und auch ausfallsicherer. Man kann sie relativ leicht auf ein höheres Engagement, also die Einrastwinkel, umbauen und hat somit weniger Leerweg beim Reinpedalieren. Der Sound ist ein anderer, gerade auch wenn man da auch wieder mit den Zähnen von den Zahnscheiben dann variiert. Es ist halt auf jeden Fall auch günstiger, eine bestehende Narbe zu upgraden, als sich eine komplett neue Narbe zu holen und die dann im Laufrad umzuspeichen. Was brauchen wir für die Umrüstung? Als allererstes das Ratchet Upgrade Kit von DT-Swiss. Da ist eigentlich schon alles dabei, was man braucht, um auf Zahnscheiben abzugraden. Auch das Zahnscheiben-Spezialfett, was man halt auch zur Wartung der Zahnscheiben braucht, weil die ein spezielles Fett benötigen. Dann brauchen wir die passenden Werkzeuge für die Gewinderinge von DT-Swiss, um den alten auszudrehen und den neuen Ratchet einzudrehen in die Narbenhülse. Und dann noch einen Endkappenabzieher, um den alten Freilauf halt von der Narbe abzunehmen. Fangen wir an mit der Demontage des alten Freilaufkörpers. Die Kassette habe ich schon demontiert, sprich wir können direkt an die Endkappe mit dem Endkappenabzieher, um den ganzen Freilaufkörper abnehmen zu können. Einfach den Abzieher aufsetzen, festigen und mit einem Schlag die Endkappe abnehmen. Erstmal beiseite. Dann kann man den Freilaufkörper auch schon nach oben hin abziehen. Erstmal noch die Hülse entfernen und dann nimmt man sich das Werkzeug für den Gewindering und dann kann man am besten mit einem Schraubstock oder alternativ mit einem 22 mm Maulschlüssel, empfehlen würde ich auf jeden Fall einen Schraubstock, weil man braucht schon ganz schön viel Kraft, um den Gewindering rauszumachen, zu demontieren. So. Den Gewindring können wir jetzt einfach rausschrauben und dann erstmal checken, welchen neuen Gewindering man benötigt. Die haben nämlich verschiedene Größen. Einfach aufeinander anlegen und in dem Fall ist es der kleinere Gewindering. Zu beachten ist bei den Gewinderingen für Zahnscheiben, dass die Zähne nicht vollständig bis zum Ende des Gewinderings gehen, sondern sind etwas unterbrochen durch eine Kerbe. Da kann man den Schutzring für das Lager ansetzen, dass die Feder nachher nicht auf dem Lager sitzt, sondern auf einer Metallscheibe. Der Gewindering deckt dann auch leicht den Außenring des Lagers in der Narbenhülse ab, wenn es komplett montiert ist. Und dann einfach erstmal die Schutzscheibe nehmen, auf das Lager legen, ein bisschen ausrichten. Dann den Gewindering ansetzen, mit Kerbe nach unten zur Narbenhülse. Kann man mit der Hand dann schon mal gut anschrauben. Und dann kann man mit dem Werkzeug vom Gewindering auch wieder am Schraubstock befestigen. Kann man dann den Gewindering komplett bis Anschlag kontern. Dann leicht gegenziehen. Denn da braucht man jetzt nicht viel Kraft aufbringen, da sich das beim Pedalieren sowieso nur fester zieht und nicht lösen kann. Dann kann man mit der Montage der Zahnscheiben beginnen. Als allererstes kommt eine von den Federn. Die Zahnscheiben mit dem DT-Swiss Spezialfett. Einfach alle Zähne quasi mit Fett versehen und in den Gewindering einsetzen. Das Ganze nochmal für die zweite Zahnscheibe. Dann nimmt man sich den Freilaufkörper. Da kommt auch die Feder drauf. Und die Zahnscheibe. Dann kommt die neue Hülse, die Distanzhülse für den Freilaufkörper auf die Achse, die dann auch die Zahnscheiben zentriert. Dann kann man den Freilaufkörper genau wie bei den Sperrklinkensystemen einfach mit einer Bewegung gegen den Uhrzeigersinn aufsetzen, auf die Achse schieben
komplett bis zum Anschlag schieben. Dann kommt nur noch die passende Endkappe. Einfach aufsetzen und so weit runterdrücken, bis sie komplett einrastet. Wie du siehst, der Umbau ist gar nicht mal so schwer. Es ist ein bisschen Know-how nötig, aber es lohnt sich auf jeden Fall, das Upgrade durchzuführen, denn das Zahnscheibensystem ist auf jeden Fall das sinnigere System als die Sperrklinken. Also schau dir das Ganze gerne nochmal genauer an. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen und falls du noch Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Sonst bis zum nächsten Video. Ciao.